Good morning, church. Guten Morgen, Chile. I hope you're doing fine. Wir hoffen, dass es euch gut geht. If I told you Wenn ich jetzt euch sagen würde, that you are probably homesick right now, dass du wahrscheinlich jetzt Heimweh hast, I guess your response would be, deine Antwort wird wohl sein: yes, Severin, I'm sick of home. Ja, Severin, ich bin wirklich müde, daheim zu sein. But that's not actually what I mean. Und das ist eigentlich aber nicht das, was ich damit aussagen will. What I mean is that you're homesick Was ich sagen will, ist, dass du Heimweh hast for a God für Gott, who is as close to you wo so nahe ist, as you are to yourself. wie du zu dir selber bist. We are not home yet. Wir sind noch nicht wirklich daheim jetzt. I have one brother who lives in Hong Kong, Ich habe einen Bruder, der in Hongkong lebt. and recently he flew over with his entire family. Und erst kürzlich ist er zu uns geflogen, in die Schweiz, mit seiner ganzen Familie. And that was the first time Und es war die erste Zeit seit langem, for a couple of years seit mehreren Jahren, that we got to hang out as an entire family. wo wir endlich wieder Zeit verbracht haben als ganze Familie. And boy, did the family grow. Und es ist wahnsinnig, wie die Familie gewachsen ist. Let me show you a picture of what I mean. Ich zeige euch da ein Foto, was ich meine. I hope you can see this. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. So this is how it looks like So sieht es aus, when we meet as an entire family. wenn wir uns als ganze Familie vom Severin treffen. And afterwards, Anna and I were just so exhausted. Und wir sind K.O. nach dem Tag. So all my siblings combined, Und alle meine Geschwister zusammen they have 6 kids by haben now. 6 Kinder unterdessen. And what was really nice is to see how these kids developed, Was mega schön ist, ist zu sehen, wie die Kinder sich entwickelt haben. how they grow. Wie sie gewachsen sind. And usually when they are unhappy Und normalerweise, wenn sie nicht zufrieden sind, or when they're fighting, wenn sie sich streiten, their unhappiness ihre Unzufriedenheit, is unhappiness on a very high level. ist es sehr Unzufriedenheit auf sehr hohem Niveau. I want this toy now. Ich will jetzt das Spielzeug haben. No, I don't want to eat that vegetable. Ich will das Gemüse nicht essen. Why? Because they have parents who provide for them. Und wieso? Weil sie Eltern haben, die für sie sorgen. They know what they need Sie wissen, was die Kinder brauchen. and they are able to provide for those needs. Und die Eltern sind fähig, um für diese Wünsche zu sorgen. Now, when I was a kid, Wo ich ein Kind war, I went to a Christian camp sometimes 3 times a year. bin ich in ein christliches Lager gegangen, manchmal sogar 3 Mal pro Jahr. And there I saw kids where this high unhappiness level Und dort habe ich Kinder gesehen, wo das höhere Level von Unzufriedenheit changed sich verändert hat, because they were homesick. weil sie einfach so Heimweh hatten. They missed those parents who are taking care of everything they need. Sie haben ihre Eltern vermisst, die einmal sonst einfach sorgen für alle ihre Bedürfnisse. They knew the parents are still there somewhere. Und sie wussten, die Eltern sind immer noch irgendwo dort draussen. They still love them Die Eltern lieben sie immer noch. and they still care for them. Und sie machen sich sicher immer noch Gedanken um die Kinder oder schauen für die Kinder. But they did not have so much this direct connection. Aber sie hat nicht mehr den direkten Kontakt gehabt zu den Eltern. And this is often how we feel as Christians. Und das ist oft so, wie wir uns fühlen als Christen. We're in this world, Wir sind in dieser Welt, but not from this world. aber nicht von dieser Welt. So somehow we know we're not there where we belong yet. Und irgendwie wissen wir, dass wir noch nicht ganz dort sind, wo wir wirklich We hingehören. miss this fullness, Wir vermissen die Gesamthaftigkeit, die Vollständigkeit, this presence of our Heavenly Father. die direkte Gegenwart zu unserem himmlischen Vater. And Jesus compared this Heavenly Father Und Jesus hat den himmlischen Vater verglichen with parents here on the earth. mit Eltern hier auf dieser Welt. And he said, if you, parents, are already doing what is good for your kids, Und er hat gesagt, wenn ihr Eltern hier auf dieser Welt bereits alles Gute macht für eure Kinder, how much more the Father who is in heaven, und wie viel mehr macht das unser himmlischer Vater für uns? who is both good and all-powerful. Wo beides ist, er ist gut und allmächtig. And because of that,
Und wegen dem He's able to provide for your needs. ist er fähig, um für unsere Wünsche zu sorgen, unsere Bedürfnisse. But especially in a time as it is now, Aber speziell in dieser Zeit, wo wir uns jetzt befinden, in a time of crisis, in dieser Zeit von dieser Krise, it's sometimes a bit more difficult to be sure about that. ist es manchmal ein bisschen schwieriger, um wirklich sicher zu sein, dass Is Gott uns God versorgt. really good? Ist Gott wirklich gut? Or is he just not enough powerful to avoid this virus from spreading? Oder ist er vielleicht einfach nicht genug mächtig, um den Virus einzudämmen? How can we really know this? Wie können wir das wirklich wissen? Now, the best way to know something about someone So die beste Art, um etwas über jemanden kennenzulernen, über jemanden zu wissen, is to spend time with this person. ist, um mit dieser Person Zeit zu verbringen. For example, Job, Zum Beispiel der Hiob he lost everything he had. hat alles verloren, was er hatte. Literally everything other than his own life. Und wirklich alles, außer sein eigenes Leben. But he experienced God's presence, Aber er hat Gottes Gegenwart erlebt. and from this presence he knew God is good, Und aus dieser Gegenwart aus hat er gewusst, Gott ist gut. and God is all powerful. Gott ist allmächtig. And no matter what circumstances I'm in, Und egal in welchen Umständen ich mich gerade befinde, he is good. er ist immer noch gut. Now, spending time in God's presence Und Zeit zu verbringen in Gottes Gegenwart might sometimes seem a bit weird, kann manchmal ein bisschen komisch wirken, because we've gotten very good weil wir sehr gut drin geworden sind, at creating this idea um die Idee zu entwickeln, that our Father, God, dass unser Vater Gott, is in heaven, dass er im Himmel ist, in this faraway place. der Ort, wo für uns weit weg ist. Heaven, this place that one day we'll go when we die. Das ist der Ort, wo wir irgendwann dann hingehen, wenn wir mal werden sterben. But right now, we're still stuck here on the earth. Aber jetzt sind wir immer noch da auf dieser Welt. But actually, the Bible says we are his temple. Aber eigentlich sagt die Bibel, dass wir sein Tempel sind. He lives in us. Er lebt in uns. He's as close to us as we are to ourselves. Er ist uns so nahe, wie wir uns selber sind. He probably even knows us. No, he does know us better than we know ourselves. Er kennt uns sogar besser, wie wir uns selber kennen. Now, speaking of the temple, Und wenn wir gerade über den Tempel reden, for me that always was this abstract construct. für mich ist es immer das abstrakte Gebäude gewesen, Killing animals, dort wo man Tiere umgebracht hat, doing those strange wo rituals. man die komischen Rituale vollzogen hat. But actually, the temple Aber eigentlich der Tempel is simply the place where heaven, the realm of God, wo einfach Gott, sein Reich im Himmel and earth, the realm of mankind, und die Erde, das Reich von uns Menschen, overlap. sich treffen. It's where God dwells among his people. Es ist der Ort, wo Gott unter seinen Menschen ist. It's a place where the two spheres, heaven and earth, come together. Es ist der Ort, wo die zwei Sphären, Himmel und Erde zusammenkommen, sich treffen. And the Bible describes 7 distinct stages. Und die Bibel beschreibt sieben verschiedene Stadien. And you will see those 7 stages on the handout that Anna neatly painted. Und ihr könnt die 7 verschiedenen Stadien sehen auf dem Handout, das wir euch geschickt haben. And you'll also see the Bible verses there. Und ihr seht auch dort die Bibelverse. So 5 of these 7 stages took place in the past. Und 5 von diesen verschiedenen Bereichen haben bereits in der Vergangenheit stattgefunden. One stage is the stage that we're in right now. Und ein Bereich, ein Stadium, in dem befinden wir uns jetzt gerade. And one stage is the stage that will happen in the future. Und ein Bereich, ein Stadium wird dann noch in der Zukunft passieren. I call it the homecoming stage. Und das nenne ich ein Heimkommen, das Stadium. So the first stage Der erste Bereich was the Garden of Eden. war der Garten Eden gewesen. Adam and Eve were supposed to be the first priests Adam und Eva sind eigentlich gedacht als die ersten Priester, ministering the garden. die den Garten bebauen. The garden, the place where God dwelled among his people. Der Garten war der Ort, wo Gott unter seinen Menschen war. But mankind's greatest tragedy
Aber der Menschen, ihre grösste Tragödie, took place. hat dort stattgefunden. Mankind rebelled against God. Die Menschheit hat rebelliert gegen Gott. And this temple place Und der Tempelort was no longer among people. war nicht mehr länger unter den Menschen gewesen. So God chose a people. Und Gott hat Menschen ausgewählt. God chose Israel. Gott hat das Volk Israel ausgewählt. And he told them, Und er hat ihnen gesagt, build a tent called the tabernacle. bildet ein Zelt, die Stiftshütte. And this is the second stage. Und das ist der zweite Bereich. This is again a place where I will dwell in this tent. Und das ist wieder ein Ort, wo ich möchte unter den Menschen sein, und zwar in dem Zelt hinein. Among my people. Unter seinem Volk, seinem erwählten Volk. And in this tent, they had clear instruction how to build it. Und in dem Zelt, das Volk Israel hat klare Anordnungen gehabt, Instruktionen, wie sie das Zelt bauen sollen. And there were a lot of fruits and other symbolism Und da sind viele Früchte drin und andere Symbole, that refer back to the garden. wo ein Zeichen sind oder ein Symbol sind für den Garten dort mal. Again, God dwelling among his people. Und wieder ist Gott unter diesen Menschen gewesen. Heaven and earth meeting again. Himmel und Erde haben sich dort getroffen. And when they dedicated this tabernacle, Und wo sie die Stiftshütte Gott gewidmet haben, a cloud came down from the sky. eine Wolke ist vom Himmel abgestiegen And by night it was a pillar of fire. und in der Nacht war die Feuersäule gewesen. God's glorious presence. Gottes Herrlichkeit. The cloud and the fire, a symbol of God's glory, Die Wolke und die Feuersäule, ein Symbol dafür für Gottes Herrlichkeit, was on this tabernacle. ist auf dieser Stiftshütte gewesen. God's presence among his people. Gottes Gegenwart unter seinen Menschen. And sometimes after, the people were no longer living in tents, Und ein Zeitchen nach dieser Zeit haben die Leute nicht mehr in Zelt gelebt, but they had a country of their own. aber sie haben das Land eingenommen. And after a while, they had this king there Und nach einem Zeitchen einmal haben sie einen König gehabt. called David, Das war der David gewesen. and he lived in this neat little, not little, but in this neat temple. Und er hat in dem schönen Gebäude gewohnt. Not temple, but the palace. I'm mixing up here. Never mind. So he lived in this palace, Wie ein and Palast. one day he woke up Und einmal ist er aufgewacht and thought to himself, und hat sich selber gesagt, I'm living in this beautiful palace, ich lebe in einem wunderbaren Ort, Palast, but my God, he's still living in this tent. aber Gott lebt immer noch in dem Zelt. I want to build him a beautiful temple, Ich möchte ihm eigentlich den wunderschönen Tempel bauen, worthy of who he is. wo endlich würdig ist, wer er wirklich ist. And God responded, Und Gott hat geantwortet, David, what you want is very noble, und David, das, was du willst, ist gut und recht. and your son eventually will build me this building. Und dein Sohn wird es dann wirklich vielleicht auch bauen. But I'm going to reveal a secret to you now. Aber ich tue dir jetzt ein Geheimnis offenbaren. From your offspring Von deinen Wurzeln will come the true temple. wird dann der wirkliche Tempel entstehen. And he was referring to Jesus Christ. Und dort hat Gott gemeint, Jesus Christus. Now, sometimes later, long after David, Und ein Zeitchen später, lang nach dem David, the people of Israel rebelled against God, das Volk Israel hat rebelliert gegen Gott. and they had to go to exile. Und sie sind ins Exil geschickt They worden. were conquered, Sie sind besiegt worden. and Jerusalem was destroyed, Jerusalem ist zerstört worden. and this beautiful temple was destroyed, Der Tempel auch. and there was no longer this place where heaven and earth met, Und der Ort hat nicht mehr länger existiert, wo Himmel und Erde sich getroffen haben. where God dwelled among his people. Wo Gott war unter seinen Menschen. And sometimes later, some of the exiled people Und wieder ein Zeitchen später sind einige von den Leuten, die im Exil waren, they could return to Jerusalem. können zurückkehren nach Jerusalem, They rebuilt the city, haben die Stadt wieder aufgebaut, and they rebuilt the temple, the Und den Tempel second wieder temple aufgebaut. building. der zweite Tempel. But there was a lot of tension around this second temple building. Es war sehr viel Spannung um den zweiten Tempelbau. Is it still the real deal? Ist es wirklich immer noch das Wahre? They never experienced this cloud and this pillar of fire descending on this second temple.
Sie haben nie wirklich die Wolken erlebt und auch die 4 Feuersäulen oder das Feuer, das runterkommt vom Himmel auf den zweiten Tempel. Is God still dwelling among us? Ist Gott immer noch unter uns? And even Ezekiel, Und selbst Ezechiel, he was describing how the glory from the temple departed. auch er hat beschrieben, wie Gottes Herrlichkeit vom Tempel verschwunden ist. But in the middle of this tension, Und mitten in der ganzen Spannung Jesus came, ist Jesus gekommen. the descendant of David, Das, was aus dieser Wurzel von David entstanden ist. the true temple, Der wirkliche Tempel. literally God dwelling among his people. Und wirklich, wie Gott unter den Menschen He was war. described as the cornerstone. Er ist beschrieben worden als der Eckstein. The cornerstone is a reference to Psalm 118. Und auch schon im Psalm 118 geht es ja um den Eckstein. And it is this psalm about this feast around the temple. Und im Psalm 118 geht es immer ein bisschen um den Tempel. And in the middle of this psalm, Und mitten in dem Psalm we have this mention of the cornerstone. wird der Eckstein beschrieben. Jesus, the cornerstone, the center of this temple, the new true temple. Jesus, der Eckstein, der wirkliche Tempel. And Jesus himself said, the temple will be destroyed Und Jesus selber hat gesagt, der Tempel wird zerstört werden. and rebuilt in 3 days. Und er wird wieder aufgebaut werden, in 3 Tagen nur. And Jesus was referring to himself, Und Jesus hat dort mit dem sich selber gemeint. saying, I'm the true temple. Er hat mit dem gemeint, dass er selber der wirkliche Tempel ist, God among his people. wo Gott unter seinen Menschen ist. And after he died and rose again, Und nachdem er gestorben ist und wieder auferstanden ist, 40 days later, 40 Tage später, he was lifted up into heaven ist er aufgestiegen in den Himmel, in a cloud, in this einer glory Wolke. of God. in dieser Herrlichkeit Gottes. And the people who saw it, Und die Menschen, die es gesehen haben, some angels appeared to them denen sind Engel begegnet. and told them, in the same way you saw Jesus raised to heaven, Und sie haben den Menschen gesagt, genauso wie er jetzt Jesus gesehen aufsteigen, you will see him come down again, werdet ihr ihn auch wieder sehen, vom Himmel runterkommen, again in glory. wieder in Herrlichkeit. And they were referring to the 7th stage, Und sie haben sich dort schon bezogen auf das 7. Stadium. the homecoming stage. Das, was wirklich heimgekommen ist. So we have 5 stages so far. So, wir haben 5 Bereiche bereits angesprochen. The Garden of Eden, Der Garten Eden, the Tabernacle, die Stiftshütte, the first temple building, der erste Tempelbau, the second temple building, der zweite Tempelbau and Jesus himself, the one true temple. und Jesus selber, der wirklich wahre Tempel. But it did not end there. Aber es hat dort noch nicht aufgehört. After Jesus was ascended, Nachdem Jesus in den Himmel aufgestiegen his ist, disciple gathered, seine Jünger haben sich nachher getroffen and all of a sudden, und plötzlich, like with the tabernacle and like with the first dedication, und gleich wie hier bei der Stiftshütte und der ersten Widmung, fire came down. ist Feuer vom Himmel gekommen. And it no longer came down on a building, Und es ist nicht mehr länger vom Himmel gekommen und einfach auf dem Gebäude gewesen. but it came down on each individual. Aber es ist runtergekommen und hat sich verteilt auf jedem einzelnen Tongues Menschen. of fire. Überall die Flammen. And clearly the message is, you as individuals are now the temple. Und das war die Nachricht gewesen. Ihr als individuelle Leute, ihr seid jetzt der Tempel. Wherever you go, Egal wo ihr hingeht, you can be this place where heaven and earth meets, ihr könnt dann der Ort sein, wo Himmel und Erde sich treffen. where God dwells among his people. Dort, wo Gott unter seinem Volk ist. And already with the first temple dedication, Und bereits bei der ersten Tempelwidmung, every knee bowed down jedes Knie hat sich gebeugt and every tongue was worshipping God. und jede Zunge hat bezeugt und Gott angebetet. And in the same way, they also started giving praise to God in public. Und auf die gleiche Art haben sie angefangen, Gott anzubeten in der Öffentlichkeit. But this is not the entire story. Aber das ist jetzt nicht die ganze Geschichte. We read that in the future, Weiter in der Zukunft. in Revelation, we read there's a new heaven
In der Offenbarung lesen wir, dass dort ein neuer Himmel wird sein and the new earth und eine neue Welt and the new Jerusalem, und ein neues Jerusalem. and this new city will come down on earth. Und die neue Stadt wird abkommen vom Himmel auf die Welt. And Jesus will come down in his glory Und Jesus wird abkommen in seiner Herrlichkeit and establish this overlapping place und wird dort den Ort bilden, wo sich alles überlappt, where heaven and earth meet wo Himmel und Erde sich treffen. forever. Für immer. And when this is the case, Und dann zu dieser Zeit every tongue will confess wird die Zunge wird bezeugen, that he is God, dass er Gott and ist. every knee will bow down. Und jedes Knie wird sich beugen. But we have the privilege Aber wir haben das Privileg, to already now acknowledge him as our God, um jetzt schon zu wissen, dass er unser Gott and ist. wherever we go, Und egal wo wir hingehen, create this overlapping place. können wir die Zone bilden oder den Ort darstellen, wo Himmel und Erde sich überlappen. Right now, we are sometimes like this kid in a camp, Und zum Teil sind wir jetzt ein bisschen so wie das Kind im christlichen Lager. homesick. Einfach Heimweh hat. We know it's not the full deal yet. We're longing for this homecoming stage. Wir wissen, das ist noch nicht so der wahre Deal oder das wahre, wo wir jetzt drin leben. Wir sehnen uns nach dem Heimkommen. We're longing for being in God's presence all day. Uns sehnen es danach, um einfach die ganze Zeit in der direkten Gegenwart Gottes zu sein. And especially now that we're home all day, Und gerade jetzt, wo die meisten von uns den ganzen Tag daheim we sind, realize this being home is not really being home, right? wissen wir, dass eigentlich das daheim nicht wirklich unser Daheim ist. Because we have this longing for the larger fullness. Weil wir uns mehr nach der ganzen Fülle sehnen. Now I want to challenge you Und ich möchte euch damit herausfordern, to use this time of social isolation um die Zeit jetzt zu nutzen von dieser sozialen Distanz and make it a time of being in God's presence, und aus dieser Zeit eine Zeit zu machen, wo wir in Gottes Gegenwart sind. of every day coming home back to the Father. Jeden Tag zurückzukommen, heimzukommen in die Gegenwart Gottes. David also had this social isolation. Und der David hat zum Teil auch die soziale Distanz gehabt. As a teenage boy, he was just spending time around sheep. Als ein Teenager hat er sehr viel Zeit verbracht, einfach unter seinen Schafen But no social contacts. und keine anderen Menschen dort. But he used his time to be in God's presence every day. Und er hat die Zeit genutzt, um jeden Tag in Gottes Gegenwart zu sein. And out of it, everything came. Und aus dem heraus ist alles heraus entstanden. He's a man after God's own heart. Weil der David war ein Mann Gottes gewesen. And God even established Jesus himself, the true temple, through his descendants. Und Gott hat schlussendlich aus dieser Wurzel von David Jesus entstehen, der wirkliche Tempel. Amen. Amen.